Hey Leute, in unserer letzten Folge ging es ja ums Thema Fernbeziehungen und genau dazu möchte ich euch heute mal meine Erfahrungen erzählen. Bei mir ist es so, dass ich bis jetzt 2 Fernbeziehungen hatte, eine davon als Teenager und eine andere jetzt so mit Anfang 20 und die unterscheiden sich ziemlich doll voneinander. Bei der ersten Fernbeziehung war es so, dass ich denjenigen kennengelernt habe bei so einer Schülerakademie zum Thema Journalismus, was ganz cool war, weil wir dadurch eben ein gemeinsames Interesse hatten. Und das Problem an der ganzen Sache war aber, dass wir am Ende dieser Woche festgestellt haben, hey, wir finden uns irgendwie gegenseitig ziemlich cool, aber ich habe ganz im Süden Deutschlands gewohnt und er ganz im Norden, also wirklich so weit auseinander, wie es nur irgendwie ging. Und deswegen dachten wir zuerst, okay, gut, das wird ohnehin nichts, haben es dann aber doch nach und nach versucht und es war eine relativ abenteuerliche Zeit. Es waren 1,5 Jahre, in denen ich sehr, sehr viel Zeit in Zügen verbracht habe und in denen ich auch sehr, sehr viel mit meinen Eltern diskutieren musste, einfach weil ich damals 16 war und sie das auch irgendwie ein bisschen seltsam fanden, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt einen Freund am anderen Ende des Landes und den fahre ich besuchen und der kommt mich besuchen und sie kannten eben ihn nicht, seine Familie nicht und so weiter. Also da war einiges an Konfliktpotenzial natürlich da, aber letzten Endes hat das für die Zeit, in der wir dann zusammen waren, eigentlich doch ganz gut funktioniert. Aber letzten Endes ist es dann eben auch daran gescheitert, dass wir beide wussten, wir haben noch mindestens 2 Jahre Schule vor uns und er war noch ein Jahr älter als ich und ja, selbst wenn wir jetzt irgendwann mal planen sollten, zusammenzuziehen oder in der gleichen Stadt zu sein, dann wird das mindestens noch 2, 3 Jahre dauern und das ist gerade für das Alter eben echt eine richtig lange Zeit. Und hier liegt, glaube ich, auch so der Hauptunterschied zu der aktuelleren Fernbeziehung. Da war der Abstand zwischen Köln und Berlin ja auch relativ groß, aber ich wusste eben zu der Zeit schon, ich werde bald nach Berlin ziehen und war auch schon aktiv auf Wohnungssuche. Das hat sich relativ lange hingezogen, weil der Wohnungsmarkt in Berlin einfach so ein bisschen schwierig ist. Und ja, da habe ich dann auch gemerkt, es nervt natürlich wieder, aber trotzdem war es absehbar. Ich wusste, ich habe einen Job hier in Berlin, ich werde bald hier hinkommen und letzten Endes ist das dann auch passiert und ja, in dem Fall ist die Beziehung nicht daran kaputt gegangen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so eine Fernbeziehung hauptsächlich Nachteile hat. Ich meine, klar, man freut sich irgendwie mehr aufeinander und ich hatte auch immer das Gefühl, dass wir die Zeit miteinander dann bewusster genutzt haben und irgendwie auch genau überlegt haben und vorher so Pläne geschmiedet haben, was könnten wir jetzt machen? So nach dem Motto, okay, wir haben jetzt 3 Tage, wie nutzen wir diese 3 Tage besonders gut? Aber hauptsächlich ist es halt schon so, dass man viel traurig am Bahnhof steht und überlegt, wie viele Wochen sieht man sich jetzt schon wieder nicht mehr. Gerade als Schülerin war das natürlich schwierig, weil man da hauptsächlich in den Ferien dann was machen kann und seine Ferien, dadurch, dass er in einem anderen Bundesland war, haben sich auch nicht mit meinen überschnitten. Also das war alles immer so ein bisschen kompliziert, aber ich denke mir im Nachhinein, ich würde das trotzdem nochmal machen. Mich haben damals auch ganz viele Freundinnen gefragt und gesagt, ey Lisa, warum tust du dir das Ganze denn an? Aber ich fand einfach, dass die Person mir das wert war und dass ich das gerne deswegen auf mich genommen habe. Ich persönlich würde euch also raten, euch nicht direkt davon abschrecken zu lassen. Gerade dann, wenn vielleicht die Distanz auch nicht so groß ist, dann lässt sich das auch ganz gut machen. Gerade dann, wenn ihr irgendwie merkt, hey, wir können uns jedes Wochenende sehen. Das ist so ein Rhythmus, der eigentlich ganz gut funktioniert und auch, ja, wenn man sich nicht so häufig sehen kann, gerade dann, wenn man weiß, dass es absehbar ist, dann hält man das schon ganz gut durch. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was denn eure Erfahrung ist mit dem Thema Fernbeziehungen. Vielleicht können wir uns da ja so ein bisschen austauschen und gegenseitig weiterhelfen. Und für den Fall, dass ihr unsere Folge noch nicht gesehen habt zu dem Thema, dann holt das mal nach. Das rentiert sich. Und wir sehen uns hier am nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss.